Die Ideen und Ideale der Aufklärung sind für mich persönlich neben den gesellschaftspolitischen Auswirkungen vor allem auch ein historischer Grundstein meiner Arbeit als Wissenschaftler. In der Physik zum Beispiel stellt man Fragen an die Natur in Form von Experimenten und versucht, die Antworten zu verstehen und daraus Hypothesen, Modelle und Theorien über unser Universum aufzustellen. Und ohne jetzt die wissenschaftlichen Errungenschaften und Arbeitsmethoden der Antike oder des Mittelalters da schmälern zu wollen, aber für mich ist die Hinwendung zur Rationalisierung und diese Art von wissenschaftlicher Herangehensweise stark mit der Aufklärung verbunden. Spannend finde ich in dem Zusammenhang vor allem auch die Diskussion zu Rationalismus und Empirismus, wo man sich in der Wissenschaft zum Beispiel fragen kann, zu welchen Durchbrüchen sind wir fähig, wenn wir natürlich von unseren Erfahrungen geprägt sind. Also eine vierdimensionale Raumzeit oder Eigenschaften der Quantenmechanik haben jetzt nichts mit unserem Alltag zu tun und trotzdem hat uns die rationale Erkenntnis diese Einblicke in die Natur gewährt. Eine gute Frage, die sich meiner Meinung nach nicht wirklich pauschal beantworten lässt. Es kommt wohl immer auf den Kontext an, in dem Maschinen oder zum Beispiel auch Computersysteme eingesetzt werden. Einerseits haben wir Maschinen gebaut, die uns tiefe Einblicke in die Struktur unseres Universums erlauben, mit denen wir weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinaus Erkenntnisse gewinnen können, mit denen wir Krankheiten heilen können oder ganz banal, die uns einfach unseren Alltag massiv erleichtern. Andererseits kommt es natürlich durch fortschreitende Automatisierung auch immer wieder zu Konkurrenzsituationen, wo sich zum Teil ganze Berufsgruppen auflösen und Menschen vor beruflichen Abgründen stehen zum Beispiel. Auch die ständige Erreichbarkeit und die digitale Vernetzung führt natürlich zu einer tiefgreifenden Veränderung in unserer Gesellschaft. In meinen Augen haben diese Kantschen Ideale nichts von ihrer Bedeutung verloren. Allerdings erscheint mir die Emanzipierung und unabhängige Meinungsbildung im digitalen Zeitalter nicht unbedingt einfacher geworden zu sein. Nein, ich würde künstliche Intelligenz jetzt nicht mit menschlicher Vernunft in Verbindung bringen, obwohl man hier ehrlicherweise zuerst klären müsste, wie man einen Denkprozess definiert und dann schauen müsste, ob man so eine Definition auch technisch übersetzen könnte. Künstliche Intelligenz ist ein etwas schwammiger Überbegriff, mit dem man meist Computersysteme bezeichnet, die aus Beispieldaten lernen und nach der Lernphase aus neuen Daten die richtigen Schlüsse ziehen können. Zum Beispiel kann man ein Computerprogramm trainieren, die Inhalte von Bildern zu erkennen, mit eben entsprechenden Beispielbildern. Und nach der Lernphase kann das Programm dann auch auf neue Bilder, die eben nicht Teil dieses Trainings waren, die dargestellten Objekte richtig identifizieren. Hund und Katze sind da üblicherweise populäre Illustrationen dafür. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der Algorithmus denken und im menschlichen Sinne vernünftig handeln kann. Wenn alles richtig funktioniert hat, dann kann das Programm dann hat das Programm während des Trainings erkannt, dass zum Beispiel die Pixel von Pferdebildern Gemeinsamkeiten haben. Dass es da vier Beine und eine Mähne gibt zum Beispiel oder dass Fahrzeuge meist Pixelgruppen haben, die vier Reifen entsprechen. Und gibt es jetzt auf einem neuen Bild wieder Pixel, die in die Kategorie vier Beine fallen, dann wird der Algorithmus das Bild mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einem Pferd zuordnen. Das bedeutet aber nicht, dass es hier zu einem empirischen Verständnis für Pferde gekommen ist. Auch eine sehr gute Frage. Ich würde jedoch auch schon bei der Intelligenz ganz klare Unterschiede zwischen Mensch und Maschine ziehen. Natürlich können manche Computerprogramme heute beispielsweise Muster besser erkennen als Menschen. Sie können
Anhaltspunkte in komplexen Datenmengen finden, die man als Mensch nicht auswerten kann. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Programme auch intelligent sind. Sie sind spezialisiert auf bestimmte Aufgaben und folgen jedoch den Regeln, mit denen sie programmiert wurden. Es gibt auch Algorithmen, die zum Beispiel Brett- und Strategiespiele meistern, die auf menschlicher Seite vor allem Intuition erfordern. Ich würde auch hier nicht behaupten, dass diese Systeme intuitiv wie ein Mensch handeln können. Jedoch kann man sich natürlich die Frage stellen, ob so ein Computerprogramm künstlich intuitiv auf ein Gegenüber reagieren kann. Also wenn man jetzt Gestik und Mimik eines Menschen erfasst und analysiert, könnte ein Computerprogramm zum Beispiel dazu veranlasst werden, empathisch zu reagieren, wenn die Gesichtszüge als traurig erkannt werden. Das heißt aber nicht, dass hier Gefühle im Spiel sind. Es ist und bleibt ein Computerprogramm, das den vorgegebenen Regeln folgt. Aber um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, ich glaube beides. Intelligenz und auch das Gefühlsleben unterscheiden Mensch und Maschine. Und ich denke nicht, dass sich das in Zukunft ändern wird, auch wenn es zu einer entsprechenden Weiterentwicklung der Maschinen kommt. Überspitzt läuft das für mich auch auf die Frage hinaus, was unseren Geist oder vielleicht etwas greifbarer auch unser Gehirn ausmacht. Sehen wir es als ein komplexes, jedoch determiniertes System, bei dem jeder kleine Baustein fixen Regeln folgt und sich im großen Zusammenspiel dann die Komplexität unseres Daseins ergibt. Also wäre das etwas, das man dann auch irgendwann nachbauen kann? Gibt es dann so etwas wie einen freien Willen? Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen haben schon versucht, diese Frage zu beantworten, heute genauso wie auch schon im 18. Jahrhundert. Und vielleicht noch ein spannendes Phänomen in diesem Zusammenhang ist auch, dass wir bei komplexen Computerprogrammen, also da spricht man meist von neuronalen Netzwerken zum Beispiel, dass dort die Fähigkeiten dieses Computersystems mit der Komplexität wachsen. Also es gibt neuronale Netzwerke, die ab einer bestimmten Größe plötzlich neue Eigenschaften aufzeigen und Dinge lösen können, die sie vorher nicht lösen konnten. Hier ist auch noch viel Forschung notwendig, um das genauer zu verstehen, aber das ist auch in diesem Zusammenhang eigentlich ein sehr ja, interessanter Punkt. Es wird in der Tat immer schwieriger werden. Also viele Verlage beginnen momentan auch über entsprechende KI-Klauseln in den Verträgen mit den Autoren nachzudenken. Und hier gibt es ganz sicher ein großes Spannungsfeld. Programme wie ChatGPT lernen genauso wie andere KI-Algorithmen aus Daten, die ihnen zur Verfügung stehen. Also die Texte, die dann automatisiert aufgrund weniger Eingaben verfasst werden, spiegeln diese gelernte Information wider. Und es wird tatsächlich immer schwerer, hier auch Mensch und Computerprogramm auseinanderzuhalten. Wenn man heute einen langen KI-generierten Text liest, gibt es immer wieder Stellen, wo sich der Algorithmus noch verrät. Manchmal liegt es an den inhaltlichen Details, manchmal werden Quellen zitiert, die es nicht gibt. Manchmal sind es Dinge im Aufbau vom Text, die es offensichtlich werden lassen. Aber der, ähm, der Output oder das Ergebnis von der künstlichen Intelligenz entspricht dabei immer dem vom Algorithmus berechneten wahrscheinlichsten Ergebnis, ohne dass es ein Verständnis für den geschriebenen Text gibt. Diese fehlerhaften Details, die es jetzt noch immer wieder gibt, werden jedoch immer weniger und mit der fortschreitenden Entwicklung wird es auch immer schwerer werden, solche KI-Texte zu identifizieren. In der Forschung arbeitet man deshalb intensiv an Methoden, die es zum Beispiel erlauben, Wasserzeichen, digitale Wasserzeichen bei solchen KI-Texten einzufügen, sodass wir in Zukunft auch bei einem perfekt geschriebenen Text mit einer Computerabfrage zum Beispiel erkennen könnten, ob diese Sätze nun von einem KI-Algorithmus erzeugt wurden oder nicht. Eine Lösung des Problems gibt es jedoch noch nicht. Und auch eine klare Grenze zwischen menschlichen und KI-generierten Texten ist irgendwie schwer auszumachen. Wenn man an das Gleichnis von Theseus Schiff zum Beispiel denkt, bei dem immer wieder Teile ausgetauscht werden und man sich dann irgendwann fragen kann, ob es immer noch Theseus Schiff ist. Genauso könnte man das auch bei dem Text, bei einem KI-Text sehen. Also wie viele Teile muss ich austauschen, damit es nicht mehr ein KI-Text ist?
Wir verwenden hier künstliche Intelligenz vor allem als ein Werkzeug, das uns bei der Datenauswertung hilft. Konkret erforschen wir die Wechselwirkung eines Gletschers in Grönland mit der darüber liegenden Atmosphäre, und wir machen sozusagen eine lokale Momentaufnahme, bei der wir künstliche Intelligenz einerseits einsetzen, um großräumige Wetterphänomene mit den kleinräumigeren Vorgängen auf unserem Gletscher, grönländischen Gletscher, an unserem Forschungsstandort in Verbindung zu setzen. Und andererseits knüpfen wir hier auch an die letzte Expedition von Alfred Wegener an, der vor fast 100 Jahren an derselben Stelle Messungen durchgeführt hat. Und wir verwenden künstliche Intelligenz hier auch als Brücke zwischen den Zeiten, wenn man so will. Wir haben in diesem Forschungsprojekt die seltene Möglichkeit, einen sehr detaillierten Blick in die Vergangenheit zu werfen und eben entsprechende Vergleiche mit der Gegenwart zu ziehen. Und künstliche Intelligenz ist für uns hier, wie gesagt, eines von mehreren Werkzeugen, das wir verwenden, um die oftmals sehr komplexen Vorgänge auszuwerten. Und es geht dabei jetzt nicht um einen simplen Vergleich von früher zu heute, sondern vor allem darum zu verstehen, wie sich die physikalischen Hintergründe verändert haben im Zuge des menschengemachten Klimawandels. Eine schwierige Frage. Technischer Fortschritt und die Einführung neuer Technologien haben natürlich schon immer auch zu einer einhergehenden Veränderung in der Gesellschaft geführt. Momentan wird vor allem die Regulierung von künstlicher Intelligenz sehr stark diskutiert, also die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen, wo und zu welchem Zweck wir in Zukunft KI-Algorithmen einsetzen dürfen. Das ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Schritt, der gesamtgesellschaftlich diskutiert werden sollte und wo es vor allem auch interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht, um sich dem Thema mit der notwendigen Weitsicht und Breite widmen zu können. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Zukunft meiner kleinen Tochter denke, sind das vor allem die Auswirkungen der Klimakrise, die mich beschäftigen und die unsere Gesellschaft nachhaltig prägen werden. Wünschen würde ich mir, dass die neuen technologischen Möglichkeiten uns in Zukunft vor allem dabei helfen, Probleme zu lösen und uns unseren Alltag erleichtern, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und es schaffen, die großen globalen Probleme in den Griff zu bekommen. Ja, hier gibt es einen spannenden Artikel mit dem Titel The Right to Privacy, also das Recht auf Privatsphäre, das von zwei Juristen im Jahr 1890 im Harvard Law Review veröffentlicht wurde. Darunter wird unter anderem die Auswirkung auf die Privatsphäre durch neue Technologien diskutiert. Zum Beispiel, was das mit der Gesellschaft macht, wenn Zeitungen plötzlich Fotos oder Gesichter von Menschen abdrucken können. Viele der Argumente in dem Artikel könnte man auch direkt in die Gegenwart versetzen. Künstliche Intelligenz basiert auf der Verarbeitung von Daten. Üblicherweise je mehr Daten, desto besser funktioniert die künstliche Intelligenz. Das scheint auf den ersten Blick fatale Auswirkungen auch auf den Datenschutz und die Privatsphäre zu haben. Und leider gibt es hier auch eine Vielzahl von negativen Beispielen. Glücklicherweise gibt es in der modernen Kryptographie jedoch auch eine Vielzahl von neuen Methoden, die Daten auch während der Verarbeitung schützen können. Um meine Gesundheitsdaten von einem Algorithmus auswerten zu lassen, muss ich diese Daten aufgrund dieser neuen kryptografischen Möglichkeiten nicht mehr preisgeben. Sie können auch verschlüsselt ausgewertet werden, ohne dass die künstliche Intelligenz die Inhalte der Daten kennt zum Beispiel. Diese Möglichkeiten werden zurzeit intensiv beforscht und eröffnen völlig neue Möglichkeiten, die Privatsphäre zu schützen. Jedoch teilen viele Menschen auch freiwillig ganz private Informationen über Social Media oder andere digitale Kanäle. Und hier wäre es vor allem auch wichtig, eine entsprechende Sensibilisierung in der Gesellschaft zu erreichen. Also ist die Privatsphäre einmal verletzt, lässt sich das meistens sehr schwer wieder rückgängig machen.